Iran-Proteste, Gedanken eines Persers. Historisch gesehen wurden Proteste im Iran durch wirtschaftliche Probleme, politische Unzufriedenheit, Menschenrechte und soziale Missstände ausgelöst. Die Gründe für die Proteste können variieren und sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Proteste sind eine Form des politischen Ausdrucks, die alle Gesellschaften in irgendeiner Weise praktizieren. Dies liegt daran, dass Menschen häufig unterschiedliche Meinungen, kulturelle und religiöse Überzeugungen, politische Überzeugungen, Erziehung und Situationen haben. Viele zugrunde liegende Faktoren führen zu Protesten und es ist oft schwierig, diese genau einzuschätzen, wenn man nicht alle aus erster Hand sieht. Basierend auf einigen Recherchen sind im Folgenden meine Gedanken zu Themen aufgeführt, gegen die in den letzten Jahren im Iran kürzlich protestiert wurde. Hijab. Der Hijab ist ein Kopftuch, das die Haare und den Hals einer Frau bedeckt. Im Iran ist es für Frauen gesetzlich vorgeschrieben, ihn in der Öffentlichkeit zu tragen. Trotz dieses Gesetzes protestieren Frauen gegen die Pflicht, im Iran einen Hijab zu tragen. Aus Protest schreien Frauen „Tod dem Diktator" und verbrennen im Aufstand ihre Hijabs in Lagerfeuern. Ein Großteil der Proteste konzentriert sich auf Schulen und Universitäten. Frauen versuchen, Protestfotos und Videos in sozialen Medien zu veröffentlichen, aber der Datenaustausch wird von der Regierung unterbunden oder kontrolliert. Ich habe das Gefühl, dass diese Kontrolle über Informationen in anderen Ländern wie China noch schlimmer ist, wo westliche Völkermorde Menschenrechtsverletzungen sind, die eine allgegenwärtige Kontrolle von Informationen, unzählige Kameras zum Scannen von Gesichtern für diese Völkermorde und das Scannen von Barcodes an Häusern zur Überwachung persönlicher geschützter Informationen jedes einzelnen nutzen. Bewohner 1. Wenn Sie mehr über dieses Problem erfahren möchten, sehen Sie sich die untenstehende Zitatquelle an. Laut TLDR Daily Nachrichtenberichten kam es bei Protesten zu zahlreichen Todesfällen von Männern und Frauen sowie zur Inhaftierung von über 18.000 Menschen. 2. Die iranische Regierung hat auf diese Proteste mit Festnahmen und Einschüchterungen, Inhaftierungen mit angeblich versehentlichen Bränden und der Tötung von Protestierenden reagiert. 2. Trotz der Risiken setzen sich viele Iraner weiterhin für ihr Recht ein, selbst zu entscheiden, was sie in der Öffentlichkeit tragen. Iranische Geschlechterungleichheiten. Frauen im Iran haben das gesetzliche Recht, zu wählen und für ein Amt zu kandidieren. Allerdings haben Frauen im Iran zwar das Recht zu wählen und sich an der Politik zu beteiligen, sie sind immer noch mit Diskriminierung und Ungleichheit konfrontiert. Frauen müssen sich an strenge Kleidervorschriften halten, einschließlich des Tragens eines Hijabs, und müssen mit Einschränkungen anderer Freiheiten rechnen. Frauen sind in Machtpositionen im Iran deutlich unterrepräsentiert. Frauen protestieren für mehr Gleichberechtigung, mehr Repräsentation und die Änderung von Gesetzen und Praktiken, die Diskriminierung und Ungleichheiten fördern. 6. Trinkwasserprobleme und Ungleichheiten. Im Iran herrscht in weiten Teilen des Landes ein trockenes und halbtrockenes Klima, das aufgrund geringer Niederschläge, Bevölkerungswachstum und begrenzter Wasserressourcen zu Problemen mit der Wasserknappheit führt. Wasserknappheit ist im Iran ein anhaltendes Problem, das sich in den letzten Jahren aufgrund der Dürre noch verschlimmert hat.
Aufgrund der Umleitung von Wasser aus benachteiligten oder dünn besiedelten Gebieten in Großstädte kam es zu Protesten. 7. Zu Aufständen kommt es aufgrund der Misswirtschaft der Wasserressourcen, Ungleichheiten beim Zugang zu Trinkwasser und der einfachen Aufforderung an die Regierung, Maßnahmen zur Behebung der Trinkwasserknappheit zu ergreifen. Es ist kein Geheimnis, überall auf der Welt ist Trinkwasser ein Problem. Russland hat beispielsweise den viertgrößten See der Welt für landwirtschaftliche Nutzung und Baumwollanbau ausgetrocknet. 3. Hier bestand das größte Problem darin, dass auch die Wasserleitungen schlecht gewartet wurden, was zu Verschwendung durch Wasserverdunstung in trockenem Klima führte, wenn Lecks in den Leitungen vorhanden waren. 3. Aufgrund von Lecks und Wasserverschwendung leiteten sie mehr Wasser für die Landwirtschaft um. 3. Überall auf der Welt ist Trinkwasser ein Problem, und Wasserleitungen und Systeme sollten verbessert werden, um eine höhere Effizienz zu erreichen und besser gewartet zu werden. In den USA gibt es Gesetze und EOs zur Bekämpfung von Ungleichheiten wie Executive Order 13985 zur Förderung der Rassengerechtigkeit und der Unterstützung unterversorgter Gemeinschaften. Executive Order 1400 zur Bewältigung der Klimakrise im In- und Ausland. Executive Order 12898 Umweltgerechtigkeit. Bürgerrechtsgesetz von 1964. Gesetz über Amerikaner mit Behinderungen, ADA. Gesetz über Altersdiskriminierung im Beschäftigungsbereich, ADEA. Rehabilitationsgesetz von 1973. Laut einem Bericht des World Resources Institute ist der Iran eines der Länder mit der größten Wasserknappheit weltweit. 4. Die Verfügbarkeit von Trinkwasser, insbesondere in dürregefährdeten Gebieten, ist aufgrund der begrenzten Grundwasserverfügbarkeit häufig. 4. Die Wasserinfrastruktur und Managementpraktiken können sowohl im Iran als auch weltweit verbessert werden. Wirtschaftliche Schwierigkeiten. Der Iran war Wirtschaftssanktionen und diplomatischer Isolation ausgesetzt. Sanktionen gegen den Zugang Irans zu Öl und Gas, das internationale Bankensystem, Finanztransaktionen mit iranischen Banken, Verbote des Verkaufs bestimmter Waren und Dienstleistungen, der Schifffahrt und des Handels. 5. Die Sanktionen hatten erhebliche Auswirkungen auf die iranische Wirtschaft und führten zu einem Rückgang der Öl- und Gasexporte, einer Abwertung der iranischen Währung und einer höheren Inflation. 5. Persische Gastfreundschaft. Iraner sind für ihre Gastfreundschaft und Herzlichkeit gegenüber Besuchern bekannt. Gastfreundschaft ist ein wichtiger Aspekt der persischen Kultur. Ein Zuhause kann ein sehr privater, persönlicher und heiliger Ort sein. Es gibt kulturelle Normen und Erwartungen bezüglich des Gästeverhaltens in iranischen Haushalten. Beispielsweise ist es üblich, vor dem Betreten eines persischen Hauses die Schuhe auszuziehen, und von den Gästen wird erwartet, dass sie ihren Gastgebern gegenüber respektvoll und höflich sind. Ein persisches Sprichwort besagt, Gäste sind ein Geschenk Gottes, und die Einheimischen werden sie wie einen König behandeln. 8. Dies spiegelt genau den Wert wider, den die Iraner der Gastfreundschaft beimessen. Iraner bieten ihren Gästen in der Regel eine Vielzahl an Speisen und Getränken an, darunter Tee, Süßigkeiten, Obst, Reis, Kebab,
Hühnchen, Joghurt und große Portionen kompletter Mahlzeiten. Perser sind dafür bekannt, dass sie ihr Bestes geben, um ihren Gästen nicht nur Speisen und Getränke zu servieren, aber auch mit Unterhaltung, wie Backgammon und Kartenspiele, kulturelle Traditionen und Feste, persische Musik und Tänze sowie Sport umfasst. Sie sind sehr intellektuell und führen häufig lange Gespräche mit ihren Gästen, teilen ihre Lebenslektionen und Weisheiten und erzählen gerne lustige Geschichten. Klicken Sie auf die Bilder oben im Video, um weitere Videos in einer speziell für Sie erstellten Playlist anzusehen. Abonnieren Sie auf jeden Fall weitere Videos, die Ihnen helfen, Ihr Leben zu verbessern und bei allem, was Sie tun, Erfolg zu haben. Lassen Sie uns in allem, was wir tun, Spitzenleistungen erbringen und gemeinsam eine großartige Community aufbauen, indem wir Videos kommentieren. Ich werde sicher bald antworten.